Hallo, falls wir uns kennen, dann weißt du, dass normalerweise auf diesem Channel hier ich nur Videos mache zu den Themen Kommunikation, Vertrieb, Verkauf, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation etc. Und heute möchte ich mal ein ganz anderes Video machen, nämlich mein Erfahrungsbericht mit dem Samsung Flip 2. Das habe ich jetzt seit ein paar Wochen eben hier bei mir in meinem Videostudio an der Wand hängen. Es gibt natürlich auch noch einen Aufsteller dazu, aber auch das besprechen wir. Und ich hatte jetzt die ersten Schulungen, wo Auftraggeber dieses Samsung Flip 2 vor Ort auch hatten. Das heißt, ich kann dir jetzt sagen, wie habe ich mich auf eine Schulung vorbereitet, wie kann ich mich auf ein Training vorbereiten. Wenn du selbst Trainer bist, dann weißt du, Stifte einpacken und so weiter und so fort, ist der Schulungsraum ordentlich hergerichtet und. Das weißt du alles. Wenn du aber weißt, dass die einen Flip 2 haben, dann kannst du dich darauf vorbereiten. Ich möchte gerne ein paar Funktionen erklären, denn selbst wenn du das Ding selbst nicht hast, wirst du deine wahre Freude damit haben, wenn du irgendwo hinkommst und es dort im Schulungsraum steht oder hängt. Außerdem möchte ich dir gerne sagen, wenn du Apple-User bist als Beispiel, was für Hürden hast du als Apple-User? Denn ich selbst nutze auch Apple. Da gehen ein paar Funktionen nicht mit. Auch das besprechen wir heute. Und wenn etwas dabei ist, was du gerne wissen möchtest und ich heute nicht beantworte, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentarfunktion rein. Dann werde ich dir das natürlich gerne schriftlich nachreichen. Ansonsten weißt du ja, wie das funktioniert. Wenn dir was gefällt, folgen, klingeln, Glocke drücken und so weiter und so fort, brauche ich dir nicht sagen. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß, gute Unterhaltung bei meinem Review Erfahrungswerte mit dem Flip 2. Lass uns doch zunächst einmal drüber sprechen, Aufsteller oder Wandhalterung, was ist besser? Ich hatte mir überlegt, soll ich mir das Ding hier an die Wand nageln oder soll ich mir auch diesen transportablen Ständer dafür holen? Und ich habe mich dann dazu entschieden, das Teil an die Wand zu machen. Es gibt dafür eine Wandhalterung, die man auch drehen kann. Kann ich jetzt hier nicht ganz drehen, weil hier Sachen stehen. Macht aber nichts, weil ich nutze das Flip 2 sowieso meistens nur in dieser Variante, weil ich das einfach schöner finde zum Arbeiten. Gerade wenn man Videos dreht und so weiter. Und die Wandhalterung dazu, die liegt bei ungefähr 300 € und wiegt auch schon allein 20 Kilo. Das Flip 2 wiegt auch nochmal um die 30 Kilo, das heißt, du hast 50 Kilo da hängen. Und wenn du im Büro, wenn du das kaufen möchtest und hast im Büro eine Trockenbauwand, dann solltest du dir überlegen, wie du mit deinem Hausmeister am besten klarkommst, denn dann brauchst du eine Schiene. In der Trockenbauwand wird das Ding nicht halten an der Wand, das reißt raus. Alternativ dazu gibt es den mobilen Halter eben dafür. Der kostet so zwischen 450 und 500 €, auch eine Hausnummer. Beim Flip 1, der erste Aufsteller, den es dafür gab, der ist katastrophal. Der hatte so rausstehende Füße. Jedes Mal, ich habe das neulich gehabt im Schulungsraum, jedes Mal, wenn man da geschult hat, ist man drüber gestolpert und hat sich die Schuhe kaputt gemacht an den scharfen Kanten. Also komplett, da hat sich null jemand Gedanken gemacht. Haben sie beim Flip 2 besser gemacht, aber 3 von meinen Kollegen, die das Teil ebenfalls haben, die den Aufsteller haben, den mobilen, haben jetzt berichtet, der eine sagt, die Halterung ist nach ein paar Wochen kaputt gegangen. Wenn er das immer dreht, das ist wohl kaputt dann abgebrochen. Und der nächste sagte mir neulich, dass er den Fuß unten schon kaputt hat. Also auch so eine Rolle davon kaputt ist. Also bei 450, 550 € finde ich, sollte das qualitativ ein bisschen mehr hergeben. Bei der Wandhalterung habe ich das Gefühl, die ist sehr, sehr solide, sehr stabil, also richtig, richtig gut, massiv gebaut auch. Und bis jetzt hängt das Ding noch, toi toi toi, Holzklopf. Und ich bin sehr zufrieden mit der Wandhalterung. Aber das musst du selbst entscheiden. Wenn du kannst, dann guck dir das Teil vielleicht einmal vor Ort einmal an. Gerade den Fuß, ob dir das gefällt da mit dem Aufsteller oder ob du dann doch eher vielleicht eine Wandhalterung nimmst. Das zweite, was ich einmal besprechen möchte mit dir, ist diese Box hier vorne. Das ist die Anschlussbox, also die gleichen Anschlüsse gibt es auch auf der Rückseite, aber da das Teil bei mir an der Wand hängt, habe ich mich dafür entschieden, diese Box für knappe 200 € dazu zu kaufen, weil ich nicht jedes Mal dahinter kriechen möchte, um das Teil oder Dinge anzuschließen eben. Und wenn du mobil unterwegs bist, wenn du also diesen anderen Wagen dazu hast eben, dann kannst du auf die Box verzichten, weil dann kommst du ja gut hinten dran. Das ist eine
eine Komfortsache, sage ich mal so. Du hast alle Anschlüsse auch, aber das ist einfach tatsächlich eine Komfortsache. Oder aber wenn es an der Wand hängt, dann ist es auch eher eine Notwendigkeit. Gut, lass uns jetzt mal darüber sprechen, was es kann. Wie du siehst, habe ich hier schon ein mit meinem Logo gebrandetes Wallpaper erstellt. Du hast hier unten quasi das Menü. Das kannst du auch verstecken. Dann hast du hier einmal hier unten so ein Pfeil und einmal hier oben so ein Pfeil. Wenn du hier unten drauf drückst, dann geht diese Menüleiste auf und dann die 3 Striche hier. Dann hast du hier dein komplettes Menü. Ich mache mal einmal auf Neu. Das heißt, er erstellt mir jetzt ein neues Wallpaper. Da ich aber eingestellt habe, dass dieses hier mein Standard-Wallpaper ist, gehe ich jetzt einmal ganz kurz hier rein, gehe auf Formulare und mache das einmal komplett weiß. Als Standardformular kann man dann hier festlegen, gehe ich gleich nochmal drauf ein. So, das ist der Werkszustand, so kommt das Ding. Du hast 2 Stifte dabei, die haben 2 Funktionen, einmal hier eine dünne Seite, einmal eine dicke Seite. Wenn du was schreiben möchtest, dann hast du, wenn du hier drauf drückst, bleibst du vorne drauf, ein Farbauswahlmenü und du kannst die Dicke des Stiftes eben auch noch einstellen. Ich nutze immer die dickste Variante, damit das schön lesbar auch ist, weil ich finde, die dünnen Sachen, das ist eher dann für vielleicht so Kleinigkeiten, die man so hinzumalt, noch ganz witzig. Aber für Schrift ist tatsächlich die dickste Variante die beste. Und die Rückseite, klar, klingt logisch, dicke Seite ist auch gleichzeitig etwas dicker. Auch hier das gleiche Funktion, kannst die Farben auswählen. Auch hier. Wir löschen das einmal, geht übrigens ganz leicht. Hier gleich mal ein Hinweis an der Stelle. Wie du siehst, ich habe so ein Armband um hier, da ist ein Knopf drum. Den drehe ich mir jetzt direkt wieder um. Warum? Weil ich beim Abwischen neulich mit dem Knopf hier mir einen schönen Kratzer ins Display gekratzt habe. Wenn du also deine Uhr auf der Seite trägst, vielleicht einen Ring an der Seite anhast oder aber diese Bändchen mit Kugeln dran und so gibt's ja auch. Wenn du das anhast und wischt hier drüber, egal mit welcher Hand, ob du jetzt rechts oder links stehst, passt dann da ein bisschen auf. Vor allem, wenn es nicht dein eigenes ist und du irgendwo zu Gast bist, dann achte darauf, dass du denen das auch ordentlich wieder hinterlässt, denn es ist ein bisschen empfindlich an der Oberfläche. Okay, lass uns hier nochmal kurz aufs Menü gehen. Du hast einmal den Stiftmodus und du hast einmal den Pinselmodus. Wenn du jetzt hier zum Beispiel auf Ölgemälde, Wasserfarbe und Ölgemälde gibt's, wenn du hier drauf gehst, dann bekommst du hier so eine Farbpalette und kannst dann, machen wir mal ein bisschen orange hier, kannst dann mit der Hand entweder malen, ja, oder aber, ich habe den mal hier liegen, ganz witzig, auch mit dem Pinsel malen. Vielleicht an der Stelle sei vorsichtig, wenn du deinen Kindern dieses Video vorspielst, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass ein oder andere Kind hat dann direkt Weihnachtsgeschenkwunsch. Wenn du es trocknen lassen willst, drückst du einfach hier drauf. Das Bild trocknet, Sie können danach keine Farben mehr mischen. So, das heißt aber auch, wenn ich jetzt male, dann mischen die nicht mehr, sondern ich male sie drüber. Das geht witzigerweise mit allen Arten von Pinseln. Also wenn du kleine Pinsel nimmst, dann kannst du das natürlich viel filigraner machen. Ja, also mit dem kleinen Finger hier sieht man das ja. Wenn du weißt, dass vor Ort so ein Flip 2 zur Verfügung steht, dann kannst du das zu Hause vorbereiten. Das habe ich auch gemacht neulich. Und zwar habe ich mir an meinem iMac Dokumente entworfen, habe ein Handout gemacht und habe dann dort einfach Lückentext gemacht und habe mir das auf USB-Stick eben abgespeichert. Trennt er den auch gleich, der ist sehr empfindlich hier unten. Da können wir gleich direkt zum Thema Apple zurückkehren. Wenn du ein Apple-Gerät hast, dann geht das nicht mit Wireless LAN, also oder mit hier Wireless Connection. Die kannst du dann vergessen. Du musst es dann eben entweder mit dem Kabel machen, dass du von deinem MacBook rausgehst in den HDMI-Eingang. Dann kannst du auch deine Inhalte vom MacBook da drauf streamen. Aber der Stream ohne Kabel, der geht nur mit Samsung-Geräten eben, die damit kompatibel sind. Deswegen mache ich das alles an meinem iMac, speichere mir das auf einen USB-Stick. Dann gehe ich hier in den Bereich Formulare und habe dann hier beispielsweise meine Formulare eben vorgefertigt. Kann dann entweder sagen alle Seiten,
an Seite anpassen oder als Standardformular festlegen. Das habe ich dir ja vorhin gesagt. Mein Standardformular ist dieses hier. Das heißt, ich möchte das auf allen Seiten einmal verfügbar haben. Ich möchte das in dem Fall nicht an die Seite anpassen, damit er das komplett macht. Und ich möchte das aber auch als Standardformular festlegen. Drücke auf Anwenden und dann hat er dieses Standardformular immer als Hintergrund. Ja? Und wenn ich hier umblättere, dann habe ich immer den gleichen Hintergrund. Und wenn du jetzt eine Schulung vorbereiten möchtest, dann gehst du in den Sammlungsbrowser. Das habe ich zum Beispiel schon hier vorbereitet. Gehe dann, speichere mir das ab, nimm den USB-Stick mit, dort wo ich meine Schulung beispielsweise mache, gehe hier rein und lade mir dann meine, wenn du so willst, meine komplette Schulung schon mal hier rein. Als Beispiel nehme ich jetzt mal die hier. So, und dann hat er mir hier alles vorgefertigt schon, was ich haben möchte. Auch die alten Inhalte kann ich jederzeit bearbeiten, weil er immer nur das abspeichert, was ich zuletzt gemacht habe. Ja, das heißt, hier habe ich schon meine Bilder vorbereitet, meinen Rückspiegel, ja, oder hier meine Windschutzscheibe und kann das dann abspeichern. Das Schöne dabei ist, dass ich auch hier oben, wenn ich hier oben drauf gehe, es exportieren kann. Ich kann es entweder per E-Mail schicken, ich kann es entweder ausdrucken, wenn ich einen Drucker verbunden habe, ich kann es entweder auf meinen USB-Stick abspeichern, ich kann es per Bildschirmfreigabe eben teilen, wenn mehrere Teilnehmer mit verfügbaren Tablets beispielsweise in meinem Workshop sitzen oder vielleicht auch im Nachbarzimmer und die haben die Bildschirmfreigabe dort eben eingerichtet, dann sehen die das alles, was ich hier gerade mache, auf ihren Bildschirm. Importieren können wir auch gleich abhaken vom Mobilfunkgerät eben. Wenn du ein kompatibles Gerät hast, dann kannst du das damit nutzen. Vom PC kannst du es eben über ebenfalls Bildschirmfreigabe teilen, drahtlos. Du kannst dann mit bestimmten Geräten auch die Inhalte von deinem PC, von deinem Laptop oder was auch immer direkt hier drauf streamen. Oder du machst es eben so wie ich, hier mit USB-Stick. Wenn du auf deinem USB-Stick beispielsweise ein Video hast, das du abspielen möchtest, dann kannst du das natürlich auch machen. So, wie du siehst, hat er das Video jetzt geladen. Ich kann das hier entweder klein oder groß machen. Ich kann das auch hier oben parken in der Ecke. Als Beispiel ziehe ich mir das einfach groß, drücke auf Play. In Zeiten von Corona und andere Krisen gehen viel. Und kann dann mein Video abspielen. Das ist natürlich mega interaktiv, wenn du irgendwie deine Teilnehmer so ein bisschen auch bei Laune halten willst, wenn du ein bisschen was anderes machen möchtest als sonst. Funktioniert hervorragend und habe das jetzt mehrfach auch schon ausprobiert und natürlich funktioniert es auch, wenn du jetzt das Video nicht hier drauf hast, sondern zum Beispiel sagst, ich habe das im Internet. Dann kannst du natürlich auch eben ins Internet gehen und surfst dann da einfach im Netz damit. Das heißt, alle Inhalte, die in irgendeiner Form irgendwo verfügbar sind, kannst du hier mit einsetzen. Du kannst hier nochmal Lautstärke beispielsweise einstellen, wenn du Videos abspielst, eben interne Lautsprecher, der ist sehr laut. Du kannst aber auch einen Bluetooth-Lautsprecher anschließen, wenn du zum Beispiel ein System hast im Büro, wo mehrere Bluetooth-Lautsprecher eben verfügbar sind, auch das funktioniert. Und du kannst hier in den Einstellungen eben deine ganzen, also Netzwerk verbinden und so weiter und so fort. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil das sind normale Einstellungsmöglichkeiten, wie sie jeder Smart TV auch hat. Nur, dass es hier deutlich, deutlich einfacher ist. Die Stifte, weil ich den gerade die ganze Zeit in der Hand habe, die machst du hier fest, sind 2 Stück mit dabei, habe ich glaube schon gesagt. Einer hier und einer auf der anderen Seite. So, jetzt hoffe ich, dass ich alles, was ich sagen wollte, mit reingepackt habe. Bestimmt fällt mir hinterher noch ein bisschen was ein. Zur Not schreibe ich es unten in die Kommentarfelder rein. Wenn du jetzt noch eine Frage hast, die ich nicht beantworten konnte oder nicht beantwortet habe, dann lass es mich wissen. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann weißt du ja, wo du mir folgen kannst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Dein Uwe.